Ich sage immer so ein bisschen, Ayurveda ist wie ein Kaugummi am Schuh. Wenn du einmal reingetreten bist, kriegst du nie wieder los. Ob bei Instagram oder beim Einkaufen, Ayurveda boomt. Es ist sexy im Mund, ne? Du hast ganz viele Aromen, es duftet schön. Eine uralte indische Gesundheitslehre wird zum Ernährungstrend. Boah. Na gut, also solange wie ich es mache, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Das ist so geil. Volker Mehl kocht. Ayurveda für alle. Die wenigsten wissen eigentlich, um was es geht, aber was erstaunlicherweise alle wissen, ist, dass es indisch ist und kompliziert. Und es ist es gar nicht. Du musst jetzt nicht um dein Herd tanzen und Mantra singen, um Ayurveda zu kochen. Apfelkuchen oder die Kartoffelsuppe von der Oma ist auch Ayurveda. Auch wenn die sich sicher nicht per Livestream in ihre Küche gucken ließe. In Volker Mehls Kochschule in Heppenheim gibt es seit der Pandemie mehr Technik als Kochtöpfe. Ich spüre nur so, dass die beiden Platten diesmal voll sind. Ja, so das ist die Overhead. Die Einstellung. Die Einstellung quasi, die Bilder von oben, wenn die in die Töpfe gucken dürfen. Ist auch Neuland für dich, oder? Ja, total. Aber wie das mal so ist, ein bisschen flexibel sein. Weil ich war eigentlich immer der Typ, der gesagt hat, geh mir weg mit dem Online-Zeug. Weil ich halt live eigentlich immer gedacht habe, ich bin nur der Live-Typ. Aber gut, jetzt war es auch da Corona ein bisschen so eine Art Booster. Ich gesagt, es gab ja keine andere Möglichkeit. Ja, und rumsitzen und heulen war keine Alternative. So besser? Aber das ist zu dunkel, oder? Ja, mittlerweile finde ich es echt cool. Also es macht auch erst Laune. Weil man sieht in die unterschiedlichen Küchen. Das ist cool zu sehen, die kommen ja von sonst irgendwo her. Turntable Cookers mit Yoga heißt seine neueste Idee. Eine Mischung aus Party, Kochen und Yoga. Um die Technik kümmert sich Volkers Mitarbeiterin Birgit, damit auch die Verbindung zur Yogalehrerin in Kopenhagen steht. Mit Vanessa. Ah, Kopenhagen ruft an. Ich schicke dir den. Ja, Link wäre ganz gut, Vanessa. Ja. Ja, gerne, wir sind am Testen. Dann wählst du dich direkt rein und kannst drin bleiben, okay? Gut, bis gleich. Aufgeregt? Ist auch aufgeregt, siehst du? Echt? Das darf man ruhig mal sein. Ja, Was machst du ja, aber da? so finde ich es ganz gut. Ich werde jetzt noch mal Okay. gucken, hier Nebelmaschinen. Die Nebelmaschine muss auch sein. Ja, also wenn, dann das volle Programm. Ah ja, so. So ein ähnliches Setting gab es damals auch im Elternhaus, weil ich habe schon als kleiner Pimpf gerne gekocht. Also habe so das Wohnzimmer umgebaut von Eltern, habe so das Sideboard ins Wohnzimmer gestellt und auf so einer Ein-Platten-Kochplatte ein bisschen was vor mich hingewurschtelt. Und Kaufladen gespielt habe ich früher auch. Und hier ist jetzt ein bisschen so eine Mischung von allem. Mucke, Essen, coole Leute. Volker, du bist online. Ja, ihr Lieben, dann hey und ein warmes Willkommen zu einer Premiere. Ich spiele jetzt gleich den Ball rüber in schöne Kopenhagen zu Vanessa in ihr wunderschönes Yoga-Studio. Fließe nach vorne. Lässt das Becken nach oben aufsteigen. Der herabschauende Hund hinterm Herd. Auch wenn hierbei einige ihre Kameras lieber auslassen, float es nach 30 Minuten Küchen-Yoga auch beim Kochen gleich viel energiegeladener, meint Volker. Spür das rechte Knie und die linken Zeigefinger ganz weit aufspannen. So, also Paillettenjäckchen ist am Start. Rezept habt ihr im Vorfeld bekommen. Habt ihr schon alle ein bisschen mitgeschnippelt? Süßkartoffel geschält, in Würfel geschnitten. Und dann ist es relativ simpel. Ihr braucht da eigentlich nur 2 Zutaten darüber hinaus. Olivenöl und ein geiles Curry. Man hat im Ayurveda nie ein Problem mit Fett, man hat höchstens eins ohne Fett. Ja? Also deshalb lieber ein bisschen großzügiger. Gut mischen. Ofengemüse ist ja uncool, weil in Instagramer Sprech heißt es ja One Tray. Ne? Also ein Blech, ne? Das ist ja, heute ist ja alles hip. Die hessische Schüssel ist die Bowl. Und also wir machen das aber ganz simpel und ohne groß Shishi. Dass alle einigermaßen mitkommen. Süßkartoffel habt ihr, geschnitten, ist im Ofen.
Vielleicht können wir zwischendrin auch noch mal fragen, wo die Leute so überall herkommen. Genau, das ist auch mal ganz cool. Nee, Köln, München, Brühl, Schweiz, Fürth, Schleswig, Butzbach. Bei einem Live-Kochkurs habe ich 10 Leute. Mehr Platz hatte ich nicht, die zahlen 99 €. Wenn ich jetzt die Chance habe und mache einen guten Job und habe 30, 40, 50 Leute im Raum und die zahlen dann 39 €, betriebswirtschaftlicher kann das spannender sein. Die Sehnsucht nach leckerem Essen und Partystimmung ist groß. Volkers gute Laune-Garant? Kardamom. Boah. Na gut, also solange wie ich es mache, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Das ist so geil. Seit 15 Jahren ist Ayurveda sein Lebenselixier. Ayurveda bedeutet Wissen vom Leben und das will Volker Mehl auf die Teller möglichst vieler Menschen bringen. Also ein ganzer Teller voll, ein ganzes Blech voll Soulfood, Süßkartoffel, voller geiler Vitamine. Die Mocho, Petersilie, Chili, Zwiebel, Paprika. Also quasi alles, was die Apotheke liefert, auf einem Blech. Ayurveda für alle eben. Zusammen kochen und tanzen. Mein Mann hat zu Hause mit meinen Kindern gekocht. Ah ja, okay. Ja, toller Abend. Freue mich riesig, dass ich dabei sein durfte. Ein Stück Normalität in Zeiten des Zuhausebleibens. Ich bin der festen Überzeugung, dass alle die das jetzt als Chance sehen und eine kreative Idee entwickeln, hinterher erfolgreicher sein werden, als sie vorher in der analogen Welt waren. In der analogen Welt lebt Volker bodenständig und lässt sich selbst gern bekochen. Wenn Mama Mehl Apfelkuchen backt, gibt sie den Ton an. Hat der Volker was falsch gemacht? Er wollte Andere Technik anwenden. den Zucker und Zimt da schon drunter mischen und aber sagt, ich mache den, als wenn der Kuchen belegt ist, obendrauf. Ja, so. Klare Ansage. Wie in der Küche. Gibt es klare Ansage. So, jetzt schalte mir den Backofen an, vorheizen. Hält der? Ja, der hält. Brauchst keine Angst zu haben. Gut. So, Der ist ja fest, Volker. gut. Hast du nicht auch Kardamom? Nein, mach ich da nicht dran. Ja, können wir aber mal. Ah ja. Machen wir heute mal eine Variante. Zimt, Zucker und Kardamom. Mal was Verrücktes. Aber passt echt gut zur Süßspeise. Du wirst so alt wie eine Kuh und lernst immer noch dazu. Das heißt, der Herr Volker bringt mal so ein bisschen ayurvedische Gewürze dann mit? Ja, ja, das habe ich auch. Wir trinken auch. Abends habe ich so Ingwer-Schot. Da trinken wir. Also ich trinke den, kann der Volker auch. Ingwer-Shot? Ja. So einen kurzen? Einen kurzen. Ja. Der ist aber ohne Alkohol. Sonst wird man singen. So, jetzt macht der Bubs Finish. Natürlich ist auch der hessische Apfelkuchen am Ayurveda. Wenn man jetzt noch die Gewürze mit reinbringt, Zimt und Kardamom. Dass Volker die traditionellen Familienrezepte mit exotischen Gewürzen verfeinert, daran hat sich Margarete Mehl schon früh gewöhnt. Als Volker nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann dann aber plötzlich auch beruflich seiner Leidenschaft nachgehen und sein Geld als Ayurveda-Koch verdienen will, ist sie skeptisch. Das Wasser rennt. Wie er da anfing mit dem Ayurveda und selbstständig und so, und da habe ich schon die Luft angehalten. Ob es auch so läuft, wie man sich das als Mama vorstellt. Ja, aber hat ganz gut hingehauen. Und durch ihn bin ich auch schon viel rumgekommen. So, die Fraueninsel, dann Wuppertal, Kassel. Ja, immer interessante Leute auch kennengelernt. Als Chefköchin dann, oder? Nö, Besuch. Chefbesuch. Als Gast. Auch Ibiza war ich auch mit kochen. Ibiza? Ibiza, ja. Ja, Yoga-Retreat. Mama mit zum Kochen dabei. Ja. Naja, Ich wäre sonst nie nach Ibiza kommen. auf der Hippie-Insel. Ja. Insel der ewigen Jugend. Dass ihr Apfelkuchenrezept mal der Renner bei einem Yoga-Retreat werden würde, damit hat Margarete nicht gerechnet. Kann auf dem Tisch stehen. Volker dagegen schon. Er weiß um die Wirkung altbewährter Rezepte. Für ihn sind sie wertvoller als der 100. hippe Detox-Trend.
Na, egal wie fancy, hip und toll und wichtig du bist, du gehst irgendwo zur Tür rein und da riechst der Apfelkuchen von der Mama, zack, bist du 35 Jahre zurückversetzt. Du kannst dir viel Geld für Werbung sparen, stell eine coole Oma mit einer Schürze hinter die Theke, die geile Kuchen backt, da rennen sie dir die Bude ein. Ja, das ist getragen von dem Wunsch nach Verbindung. Ja. Cool, oder? Ja, so schlagt die Sahne. Die wohl eher nicht ayurvedisch ist, aber das macht nichts. Verbote gibt's bei Volker nicht. Auch in seinen Kochbüchern vermittelt er sein Wissen undogmatisch. Für ihn ist der heimische Kräutergarten genauso gesund wie exotische Gewächse aus dem Asialaden. Und so wundert es auch nicht, dass Volker als Vegetarier ein neues Restaurant direkt neben einer Fleischerei aufmachen will. Im ehemaligen Wirtshaus zum Ochsen. Die Fußballkneipe in Reichelsheim soll Weinbar werden. Alle Restaurants haben gerade zu. Du willst eins eröffnen. Ist das nicht verrückt? Ja, verrückt und Mut liegen relativ nah beisammen. Also, oder man kann ja auch sehen, wie an der Börse ist es ja eine Empfehlung, dann zu investieren, wenn es günstig ist und nicht, wenn es teuer ist. Also, da bin ich grundsätzlich Optimist und es wird ja auch wieder weitergehen. Aber Wein und Kaffee? Ich dachte, im Ayurveda trinkt man nur Yogi-Tee. Genau, Yogi-Tee den ganzen Tag und warmes Wasser und Haferschleim. Nee, auf keinen Fall. Also es geht ja auch um Lebensfreude. Bis Volker den Laden eröffnen darf, muss er zum Glück nur die halbe Miete zahlen, während er in Eigenleistung renoviert. Das ist graziles Grau-Lila. Also bei mir funktioniert es eigentlich nur über Bilder. Ich habe ein Bild im Kopf, ne, und auch für einen Laden. Und ich wollte einen Laden haben, der bisschen wie so ein Schlauch ist. Also schmal und lang, um so einen langen Tisch reinzustellen. Ne? Weil ich bin immer großer Fan von so Gemeinschaft, auch zusammen am Tisch sitzen. 8 Gäste an einem Tisch essen 8 Gänge für 80 € pro Person. Daher der Name 8. Klein, aber fein soll es sein. So ein bisschen Show-Cooking-mäßig, mehr so Tapas, da habe ich echt Bock drauf. Ja? Und dann da hinten so stehen, ein bisschen Espresso zu machen und einfach Spaß zu haben. Ne? Die lachenden Gesichter. Ja, das merkt man ja ganz stark in der Phase jetzt. Gastronomie ist ja viel mehr wie einfach nur Essen und Trinken. Ja, weil natürlich kannst du jetzt alles nach Hause ordern, kannst du ja machen. Aber das fehlt ja total, das Lebensgefühl. Das fehlt ja den Leuten. Also gerade extrem. so ein Sehnsuchtsort. Ja, total. Volker hofft, in 8 Wochen eröffnen zu können. Oder? Das kommt ganz gut. Und als wäre das in diesen Zeiten nicht gewagt genug, will er auch noch ein neues Yoga-Studio aufmachen. Zusammen mit Yogalehrerin Daniela Pillinger will er sich dafür heute einen Raum anschauen. Auch Volker ist ausgebildeter Yogalehrer und beide würden gern in Heppenheim Kurse anbieten, sobald Corona es wieder zulässt. Hallo. Hallo. Treffen mit dem Makler. Dann können wir schon mal hier gucken. Der Name steht schon fest. Seelenschreinerei soll das Yoga-Studio heißen. Probehänger. Wäre das dann für später okay, wenn es dann richtig losgeht, kann mir hier das dran spaxen. Weil das ist ja mit Sicherheit kein Denkmalschutz hier. Das ist kein Denkmal. So, Volker will am liebsten gleich Nägel mit Köpfen machen. Aber vielleicht ist der Raum gar nicht groß genug. Also wir kriegen selbst, je nachdem wie lange uns Corona noch verfolgt, kriegen wir selbst 8 Leute Corona-konform rein. Also ich mache dann so, also jeden Yoga nennt sich das, das ist so eine, ja, bisschen besondere Yoga, das heißt die Positionen werden dann 3-4 Minuten gehalten. Also es ist weniger so rauf und runter, es ist intensiv auf eine andere Art. Und ja, Dani würde dann mehr so ein bisschen was Fließendes auch machen. Ja, was hoch und runter. Bitte? Mehr mit hoch und runter. Genau. Also Dani so ein bisschen mehr die Abteilung Attacke. Also ich mache tatsächlich schon seit über 20 Jahren Yoga und habe eher eigentlich dann ein bisschen später zum Ayurveda gefunden. Und das auch durch Volkers Bücher.
Dann habe ich gesehen, er ist ja hier um die Ecke. Hier ist halt Heimat. Die Läden, die es sonst hat in anderen Städten, das war auch nett, klar. Aber ich merke schon, das ist für mich was anderes. Komme ich nach Hause oder komme ich halt nur in eine Wohnung? Und das war so die Quintessenz der letzten 10 Jahre, als ich unterwegs war und die Großstädte auch hatte mit München und Berlin und Hamburg, um dann festzustellen, nee, Alter, du bist Lorsch, du bist Heppenheim. Seine Heimat ist der Odenwald. Von hier aus ist Volker vor 15 Jahren losgezogen mit 2 Kochplatten unterm Arm, um Ayurveda bekannter zu machen und mit seiner Kochkunst Geld zu verdienen. Natürlich sieht es im Äußeren vielleicht manchmal ein bisschen spannender aus, aber tief drin. Also auch in meiner Welt gibt es ein Finanzamt und mein Auto fährt nicht mit Karma. Das sind auch ganz normale Dinge, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Aber ich darf eben jeden Tag aufstehen und sagen, ich bin genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort und mache das, was ich immer machen wollte. Oder bin der ich immer sein wollte. Bis zum ersten Lockdown steht Volker ständig unter Strom. Fotoshootings, Kochkurse, Buchpromo. Während er in seinen Workshops Achtsamkeit predigt, verbringt er selbst mehr als die Hälfte seiner Wochenenden in immer anderen Städten. Doch der Ayurveda-Gedanke reist mit. Also der Beginn ist erstmal eine Tasse heißes Wasser, also aufgekocht, dann ein bisschen abkühlen lassen. Zum einen ist es eben das ritualisierte Tun und dann auch mal warmes Wasser, pragmatisch so Magen-Darm-Trakt erstmal entspannen. Ayurveda geht halt überall. Also sagen wir, den Willen oder so eine Achtsamkeit zum Leben gebe ich da nicht ab, wenn ich ins Auto oder in den Zug steige, sondern gerade dann. So, und dass ich so ein Gefühl von zu Hause auch unterwegs habe. Und das sind so Anker. Ich sage, egal wo ich bin, so die Tasse warmes Wasser ist dann quasi erstmal zu Hause. Zur morgendlichen Badroutine gehört vor dem Zähneputzen auch ein Esslöffel als Zungenschaber. Und Sesamöl zum Ölziehen. Wenn man das hört, klingt es immer so spektakulär und wild und Ölziehen und was passiert da? Im Prinzip ist es nichts anderes wie eine morgendliche Reinigung. Also auch eine kleine Entgiftung, weil die Zunge ist ja Teil des Ausstattungsapparates des Körpers. Also der Körper versucht ja auch über die Zunge Toxine loszuwerden. Und deshalb kann ja auch mal eine Zunge ganz stark belegt sein, wenn man erkältet ist zum Beispiel. Und das ist wie im positiven Sinn, wenn du jeden Tag deine Wohnung schön reinigst, ne? Oder deine Eingangstür schön polierst. Das sorgt natürlich auch dafür, dass das Geschmacksgefühl intensiver wird. Heißt auch ganz pragmatisch, du brauchst zum Beispiel weniger Salz, also beim Würzen. Ne? Auf einmal schmeckt eine Karotte wie eine Karotte. Sein Wissen gibt Volker auch in Ernährungsberatungen weiter. Heute ist er verabredet mit Thomas. Der Familienvater aus Darmstadt will mehr über die ayurvedische Küche erfahren, weil sie hauptsächlich vegetarisch ist. Meine Tochter, die bei mir wohnt, die ist jetzt Vegetarierin und von daher, ich habe schon wochenlang kein Fleisch mehr gegessen und ja, also eigentlich mehr oder weniger auch Vegetarier jetzt. Also es ist umgekehrt, jetzt erzählt die Tochter der Vater. Genau. Okay. Dann werden wir mal so ein bisschen drauf eingehen heute und mal so die ein oder andere Variante auch mal reinbringen. Also das Thema Gemüse ein bisschen aufpeppen. Gerade auch das zu sagen, man kocht jetzt mit weniger Fleisch oder ohne Fleisch, fordert ein bisschen mehr Kreativität von einem. Und da ist es natürlich spannend, einfach den Horizont ein Stück weit zu erweitern. Die Idee im Ayurveda ist ja, dass innerhalb einer Mahlzeit 6 Geschmäcker drin sind. Starten wir mal mit einer kleinen Herausforderung. Süß, sauer, salzig, scharf, bitter und zusammenziehen. Oder herb. So. Ja. Hast du eine Idee? Fangen wir mal mit was Einfachem an. Süß. Was könnte denn süß sein? Früchte? Ja, also süß, denk mal süß im Sinne von nicht, ich kipp mir Zucker drauf, sondern im Sinne von zum Beispiel Kohlenhydrat oder Stärke. Kartoffel. Super, genau, sehr gut. Ein schöner einheimischer Klassiker, weil das packen wir dann auch nachher mit rein in unsere Bowl.
es ist ja nicht nur ein Geschmack in einem Lebensmittel enthalten, sondern viele kombinieren ja auch ein paar Geschmäcker. Was meinen Sie denn, wie Ingwer ist vom Geschmack? Boah, scharf. Ja, Ich glaube, der kann ganz viel sein. Ne? das ist schon mal sehr gut. Ist, In der Tat, ist auch so. Mit den 6 Geschmäckern hat Ingwer den Vorteil, er hat 5 von 6. Wow. Ja, und dann kochen wir da ein kleines Chutney draus, also so ein Kompott. Kochen ohne Fleisch, dafür mit allen Sinnen. Also auch wirklich, wenn man die Lebensmittel mal anpackt, das merkt man schon, ne? Das ist ein bisschen fester. So, also kommen wir mal zum Herzstück der Ayurveda-Küche, Gewürze. Oh ja, genau. Was? Und es gibt so ein paar Basics, die man auf jeden Fall haben sollte, aber es sind jetzt keine 100 verschiedene. Standard ist immer schon mal ganz gut Anis, Bohnenkraut, Chili, Fenchelsamen, Kardamom, schon mal mit Kardamom gekocht, Majoran, Nelken, Paprika, Pfeffer, Rosmarin, Darnanis, haben wir auch noch, und natürlich Zimt, einmal gemahlen und einmal als Stange. Jetzt hast du gesagt, Volker, keine 200 sind nötig, aber 20 waren das jetzt auch, oder? Was haben wir denn? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fast. Also ganz überraschend finde ich es nicht und einen Teil davon hab ich auch zu Hause. Also wo ich sage, die Hälfte wird locker abdecken schon mal. Ayurveda ist in aller Munde. Angefangen beim warmen Haferflockenfrühstück, für das Volker vor 10 Jahren noch ausgelacht wurde, erzählt er. Mittlerweile gibt es hier 5 Regalmeter mit warmen Frühstücksvarianten. Ja. Gab es schon immer, hieß halt nur Haferflocken. Mit dem Unterschied ist, dass halt 500 Gramm oder hier oben 375 Gramm nicht 1,19 €, sondern 5 € kosten. Nur weil ein bisschen Gedöns drumherum ist. Deshalb macht Volker das Gedöns lieber selbst und zeigt Thomas, wie es geht, in seiner Kochschule in Heppenheim. Also nicht wundern, es sieht sonst anders aus, aber jetzt Corona-bedingt sieht es so ein bisschen aus wie im Fernsehstudio, weil die ganzen Kochkurse und Workshops machen wir jetzt alle online. Ne? Nur Einzelunterricht findet noch persönlich statt. Aber man sagt ja mal wieder, die Energie des Kochs geht aufs Essen über und somit auf den, der es verzehrt. Also wenn du jetzt ganz liebevoll mal sagst, dann wird es ein sensationelles Curry. Okay, dann bemühe ich mich. Ja, sehr gut. Die Gewürze sind halt wie so eine Art Grillanzünder. Anzünder für eine leichtere Verdauung, denn die gilt es im Ayurveda zu unterstützen. Wichtig ist, was und wann man isst und wie man etwas zubereitet. Die Hauptidee ist erstmal, dass Ernährung ein großes Energiesparmodell ist. Also das heißt, dass man versucht, möglichst wenig Energie für Verdauung und Stoffwechsel in Anführungszeichen zu verschwenden. Also dass man daher auch die Idee kommt mit dem möglichst warm essen, weil warm erstmal deinen Stoffwechsel entlastet. Schwer verdauliche Rohkost also möglichst nur mittags, wenn das innere Feuer am stärksten brennt. Fleischersatz sind heute Pilze. Die enthalten oft mehr Nährstoffe als in Plastik verpackte Pseudoschnitzel, meint Volker. Also ich kann es nachvollziehen, gerade wenn man jetzt nicht so im Kochthema drin ist, dass Leute auf so Fleischersatzprodukte gehen, weil die einfach den Biss mögen. Ja, das ist, glaube ich, eher das Thema, wenn es um Fleisch geht, dass du halt einen gewissen Biss damit verbindest. Und das bringt der Kräuterseitling halt mit. Und sieht man auch beim Braten, er behält die Textur und verliert nicht viel Wasser. Weil sonst, wenn du so Champignons in die Pfanne haust, hast du eine Wassersuppe. Ja, und das ist bei Seitlingen eben nicht. Habt ihr denn jetzt alle 6 Geschmäcker untergebracht? Ja, Thomas müsste jetzt wissen. Haben wir alle 6 Geschmäcker drin? Oh, wir haben mit Ingwer ja schon 5 drin. Ja, sehr gut. Und Salz ist auch drin, also von daher müsste ja eigentlich alles dabei sein. Warum müssen eigentlich immer die 6 Geschmäcker, oder sollten die 6 Geschmäcker drin sein? Ganz pragmatisch, wenn du alle 6 Geschmäcker drin hast, dass diese Hieper ausfallen. Haben ja ganz viele nach dem Essen Hieper auf süß oder salzig. Und der Klassiker, man isst einen gesunden Salat ohne Fett und Gewürze,
ja, und hockt dann vorm Fernseher, um nach einer halben Stunde Chips und Schoki auf dem Tisch zu haben. Ja, weil mir irgendwas gefehlt hat, holt sich das der Körper. Ja. Und wenn du alle 6 Geschmäcker drin hast, fehlt das. Ja, Hört sich gut dann an. brauchst du es nicht mehr. Und wenn man das in eine Mahlzeit reinpacken kann, ist cool. So, jetzt hoffen wir auch mal, sei ruhig ehrlich, solange du sagst, dass es schmeckt, ist alles gut. Ich werde es probieren. Genau. Hast du die 6 Geschmäcker? Mindestens. Mindestens. Hast du noch einen 7. entdeckt? Na, der 7. ist lecker. Genau, lecker. Nee, sehr gut. Also meinst du, das könnte deine Mädels auch schmecken? Und dem Das Papa? wird denen schmecken. Ja, vorher war das vielleicht schon so ein bisschen esoterisch und naja, so ein bisschen abgedreht, aber jetzt ist es einfach super lecker und macht Spaß. Also hat sich absolut gelohnt. Volker belohnt sich mit einem Ausflug aufs Land. Sein Rückzugsort ist sein Wohnwagen in Weißenborn in der Nähe von Eschwege. Hier schreibt er an seinem aktuellen Buch. So im Alltagsgehässe, dann kriege ich eigentlich keine gescheiten Texte zusammen. Und da hilft es mir schon, wenn ich so mal Ruhe habe und auch einfach hier mal 2-3 Stunden auf der Eckbank rumliegen kann und einfach mal so ein bisschen Gedanken kreisen kann. So Schriftstellerromantik habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, als auf so einem großen Parkplatz hier. Also wie denn, hast du so gedacht, hier mit Riesenwiese und ja, aber es ist immer die Frage, wie ist dein Mindset und wie gestaltest du dir? Und auf so einer schönen Wiese und so kann ja jeder. Aber hier, das hat so was extrem Authentisches. Extrem praktisch ist wohl auch das Stromhäuschen gleich nebenan. Und die traumhafte Natur ist ja fast vor der Haustür. Viel wichtiger, Volkers Wasserkocher. Das ist jetzt der Ayurveda-Kaffee. Einfach normaler Kaffee, der gut auch zum Überbrühen. Dann passt hier einfach zum Setting. Aber ein bisschen gepimpt mit Kardamom und Zimt. Bisschen Ayurveda auch im Wohnwagen. Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen frisch ist, aber das ist auch Teil der Natur. Ja, wenn du immer redest von Natur und geh mit den Elementen, dann ist halt auch mal ein bisschen arschkalt. Dann ist es auch okay, aber da gibt es einen schönen Tee. Und, also ich finde es auch mal schön, dass man das auch mal wieder spürt. Ja, also dass das Leben auch mal wieder so intensive Momente hat. 10 Bücher hat Volker in den vergangenen 10 Jahren geschrieben. Das, an dem er gerade sitzt, könnte sein Durchbruch werden. Der bekannte Mediziner Dietrich Grönemeyer hat ihn für ein gemeinsames Buch angefragt. Er ist selber großer Ayurveda-Fan, hat auch schon diverse Kuren gemacht. Und irgendwann ist er auf ein ganz kleines Buch von mir, auf mein Ayurveda-ABC gestoßen. Und ganz nett hat gesagt, ne, das hat ihn irgendwie fasziniert, weil er sagt, da schreibt einer so über Ayurveda, dass es selbst Normalsterbliche auch versteht. Volker hält nichts von Promi-Lobhudelei und trotzdem sieht er eine Riesenchance in der Zusammenarbeit mit jemandem wie Grönemeyer. Wie groß war denn die Freude, als so eine Anfrage kam? Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das hat mich total kalt gelassen. Weil mir natürlich schon klar ist, auch natürlich für mich und auch für das Thema macht das nochmal ein paar Türen auf. Besonders jetzt, wo seit der Pandemie viele Türen zugeschlagen wurden. 85% seiner Einkünfte aus Seminaren und Kochevents hat Volker verloren. Gewonnen hat er Zeit, die er gerne in Weißenborn verbringt. Neuerdings mit Pony Live-Tree. Irgendwas hat er angedockt, so nach dem Motto, als hätte es schon immer so sein sollen. Und deshalb, wenn ich hier bin und gehe mit dem Kleinen so eine Runde, das ist so meine Tankstelle. Einfach den Kopf frei kriegen, weil es dann eine besondere Verbindung auch mit dem ist. Das Pferd hat Volker hier gekauft. Er reitet nicht, er geht spazieren. Also allein dieses Knurpselgeräusch, wenn er grast, ne, dann hier Klappstuhl oben aus dem Wohnwagen, so Kaffee und ihm einfach beim Kauen zuhören, das entspannt mich total. Ja, schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Ausgabe von Are You Ready?
deinem Podcast rund um Ayurveda und gutes, ganzheitliches Leben. Auch seinen Podcast nimmt Volker gerne draußen in der Natur auf. Geld verdient er damit nicht, aber die Nutzer sollen am Ball bleiben. Besonders jetzt, wo Begegnungen im echten Leben fehlen, wird Online-Präsenz wichtiger denn je. Du kennst mich ja, suche mir ganz gerne mal besondere Settings und habe jetzt auch das weltbeste HR-Kamerateam dabei. Im Wald von Weißenborn hat der Südhesse gemeinsam mit der Gemeinde ein Waldtherapiezentrum gegründet. Ich leg mich hier mal auf eine von unseren Liegen und genieße einfach mal die Ruhe und die Stille. Fällt mir immer auf, auch in den Yogastunden, dass es irgendwie unangenehm ist für Menschen, mal Stille auszuhalten. Ja, also manchmal mache ich mir den Spaß, wenn ich eine Yogastunde gebe, setze ich mich einfach nur mal 3-4 Minuten vorne hin und sage einfach mal nichts. Und das ist wahnsinnig ungewohnt, weil Menschen immer gewohnt sind, selbst in der Yogastunde, es gibt halt Bespaßung. Der Yogalehrer kommt rein und es geht los, ratter, ratter, ratter. Und anstatt einfach mal in die Ruhe zu gehen. Tief durchatmen und Waldbaden. Das geht auch im Winter. In seiner Kochschule in Heppenheim ist Volker verabredet zum Videocall mit Grönemeyer. Das gemeinsame Buch ist fast fertig. Bist du denn zufrieden mit den Aufnahmen von den Speisen? So? Also ich finde es sehr gut. Ja, habe schon mal ein bisschen was gesehen. Ja, müssen wir dann auch nur mal schauen, wie es so promomäßig aussieht. Weil ich fürchte ja, so mit groß rausgehen wird es eher nichts. Ja? Also mit Lesungen und Veranstaltungen wird... Nein. Wir müssen das online-mäßig machen und planen, auch mit dem Verlag so auch vororganisieren, so wie jetzt auch. Das geht doch. Ja, man, die Leute sind ja gewohnt. Können zwar nicht probieren, wechselseitig, aber ich kann das deinem Gesicht ablesen. Alle Promotermine auf großen Bühnen sind abgesagt. Gemeinsame Kochevents und Lesungen nur digital möglich. Trotzdem glauben beide an den Erfolg ihres Buches über Ayurveda. Was unterscheidet Ayurveda denn von diesen ganzen Ernährungstrends, die wir gerade auf Instagram und Co. erleben? Ich habe von meiner Mutter, meiner Großmutter gelernt, wenn du eine Grippe hast, wenn du fieberhaften Infekt hast, dann nimm doch einfach eine Hühnersuppe. Ich meine, als kleiner Junge habe ich schon Kurkuma gekriegt. Ich habe schon mit Ingwer rein, Knoblauch rein, die ganzen Karotten und Paprika und alles wurde in dieser Hühnersuppe zusammengekocht und dann haben wir löffelweise das bekommen als Heilmittel. Und so sehe ich auch Nahrung. Nahrung ist ein Heilmittel. Und Volker Mehl hat einfach eine sehr fröhliche, offene, undogmatische Art und versucht auf seine Art und Weise auch hiesische Küche zu verbinden, auch mit den indischen Prinzipien. Das hat mir wahnsinnig gefallen. Kurkuma für einen Klassiker. Das ist jetzt die angesagte goldene Milch. Das ist jetzt die schwer hippe, jahrtausendealte goldene Milch. Ja. Genau, relativ simples Rezept einfach. Das ist jetzt, also klassisch macht man es mit Kuhkuh, also mit Kuhmilch und dann versetzt mit Kurkuma. Also ich mache es immer mit frischem Kurkuma, ist schöner vom Aroma und das ist so ein uraltes Rezept im Ayurveda und hat man jetzt entdeckt seit ein paar Jahren wieder und wird klassisch eingesetzt im Ayurveda zum Beispiel bei Schlafstörungen. Wie die Oma auch, ne? So warme Milch, ne? Bupp, wenn du nicht schlafen kannst, mal ein bisschen warme Milch. Und der Effekt mit dem Kurkuma ist das ist so klassisch im Ayurveda, dass man Heilkräuter oft in ein fettiges Medium gibt, weil der Körper dann besser in der Lage ist, die Heilkräuter aufzunehmen. Wenn du sagst, ich will mich jetzt mal gesund ernähren, dann hock dich mal vor Google und gib ein gesunde Ernährung. Da kriegst du Hunderttausende von Seiten. Und dann fängst du an, irgendwie rumzuprobieren, was ist jetzt gut. Die eine Studie sagt so, die andere Studie sagt so und alles klingt auch irgendwie total logisch. Und das hat mich ja beim Ayurveda überzeugt. Also ich sagte, ja, also irgendwas, was seit 7000 Jahren funktioniert,
wo ganz viele Bereiche des Lebens erfasst sind, was an Milliarden Menschen ausprobiert ist, klingt irgendwie total sinnvoll. Ayurveda ist jetzt keine Geheimlehre oder irgendeine Sekte. Ne? Also der Kurkuma wirkt auch bei einem Atheisten entzündungshemmend. Sagt Volker als gläubiger Katholik. Die Kirche in Lorsch ist bis heute ein Kraftort für ihn. Ich habe ja hier Großteile meiner Kindheit und Jugendzeit und meines Lebens verbracht, weil mein Vater war hier Küster. Und als Sohn des Küsters hat Volker quasi zwischen den Kirchenbänken laufen gelernt. Ich glaube, freitags war immer hier Kirschputzen angesagt. Und dann war ich auch immer mit dabei. Und dann beim Babysitter gab es damals keinen. Die Mutter war hier, die Oma war hier, also war ich auch mit dabei. Bin hier im Catcar rumgefahren und war am Tretroller hier unterwegs. Ja, habe dann im Altarraum, wo das Heizlüftergitter ist, so als kleiner, so Servietten immer steigen lassen. Also den Lüfter auf 5 und dann die Servietten in die Decke fliegen lassen. Also das hat mich schon geprägt, aber sehr positiv. Ja, und als ich dann älter war, habe ich dann so meine privaten Depeche Mode Sessions hier gemacht. Ob da jetzt der Volker sitzt mit 45 oder mit 14, 15 oder Mitte 20, das ist ja der Seele wurscht und deshalb fühlt sich das auch sehr cool an. Aber es gibt auch traurige Erinnerungen an seine Jugend. Volkers Vater erkrankt damals unheilbar an einer seltenen Form von Blut- und Knochenkrebs mit einem langen Leidensweg. Also als es losging 1990, war ich 13 zu der Zeit. Und dann, ich wollte einfach auch so wissen und verstehen, um was geht's da. Und habe dann halt alles gelesen, was ich zu dem Thema an die Finger gekriegt habe. Von chirurgischen Fachmagazinen, die ich natürlich nicht wirklich verstanden habe, bis hin zu spiritueller Geistheilung und. Das hat mich dann schon geprägt, auch hautnah so Therapien zu erleben. Neben Chemotherapie und klassischer Schulmedizin beschäftigt sich Volkers Vater schon damals mit ganzheitlichen, alternativen Heilmethoden. Die Prognose waren ungefähr 3 bis 6 Monate, Rest Lebenszeit. Es wurden dann aber immer noch 11 Jahre. Er ist dann damals am Frühstückstisch ist er umgefallen und dann war ich dann aber dabei. Das war für mich im Nachhinein das Gute. Ich habe dann zwar noch versucht, ihn wiederzubeleben, aber ist dann mehr oder weniger bei mir mit dem Kopf im Schoß eingeschlafen, wo ich aber sehr dankbar, so schräg das und hart das klingt, aber das wäre für mich Horror gewesen, wenn das passiert, was jetzt leider passiert. Man kann nicht zu Angehörigen ins Krankenhaus und bekommt einen Anruf, so, Ihr Vater ist gerade gestorben. Das wäre für mich viel, viel schlimmer. Und also da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Ne? Er war dabei, als er auf die Welt gekommen bin, ich war dabei, als er gegangen ist. Und dann passt es an der Stelle dann trotzdem wieder zusammen. Ohne die Erkrankung wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Als Ayurveda-Koch, für den Ernährung ein elementarer Teil von Gesundheit ist. Die Oma hatte immer Angst, aus dem Bub wird aus dem irgendwas und so, und soll der nicht mal was Anständiges lernen. Und da hat der Vater immer gesagt, mach dir keine Gedanken, der macht schon seinen Weg, ne? Aus dem wird schon was. Und davon profitiere ich extrem. Also das hat extrem auch im positiven Sinn eingezahlt auf mein Lebenskonto. Einfach das Gefühl zu haben, egal was, du bist gut und aus dir wird schon was. Auch wenn es Rückschläge gibt.
Aus dem eigenen Yoga-Studio seiner Seelenschreinerei wird erstmal nichts. Wieder eine neue Corona-Regel. An dem Tag, wo ich den Vertrag unterschreiben wollte, kam eben die Meldung mit einer Person, die 40 Quadratmeter mit der Verordnung Fitnessstudio, Yoga-Studios. Und bei 45 Quadratmeter Gesamtfläche wäre das betriebswirtschaftlich ein bisschen schwierig gewesen. Rumheulen bringt jetzt nichts. Ja. Weitermachen und dran glauben. Auch die Weinbar wird noch warten müssen. Morgen wäre eigentlich Eröffnung gewesen. Kleine Aufmunterung von Weinhändler Kai. Hey, du hast ja renoviert schon. Ja, das letzte Mal war noch Rohbau. Ja. Und jetzt hier eine Farbe. Sehr schön. Final an der Wand, die Lampen neu. Hol ich mal Gläser. Ich wollte ja sagen, du hast Gläser, Brot. die habe ich nicht dabei. Ne, Gläser habe ich. Gut. Gläser habe ich. Polieren, oder? Auch das ist schon erledigt. Wir können quasi direkt zum Trinken übergehen. Und sonst bei dir, wie ist so die Stimmung? Die Leute trinken mehr Wein wie vorher. Echt? Oder wir verkaufen mehr Wein in Summe. Krass. Aber die Gastronomie dieses Abends einfach mal... Ich mir überlege, ich habe jetzt seit über einem Jahr keinen Weinabend mehr gemacht. Weißt du, das und gar nichts. Alles, was wir hier vorhatten, hat sich ja auch erledigt. Ja, hast du einen voraussichtlichen Termin jetzt? Also realistisch bin ich nach der Sommerferie. Ich denke jetzt, ich würde jetzt vor September nichts mehr planen. Okay. Solange die Leute nicht durchgeimpft sind, oder zumindest die 60%, wird da nicht viel passieren. Dann Zeit, um sich durch die geplante Weinkarte zu probieren. Auch schön. So was? Also eher was deftigeres, herzhaftes als jetzt eine leichte Küche. Würde ich eher. Naja, braucht da so auf jeden Fall was schön ein bisschen mit Kräutern mehr. was zu machen. Ja, sehr schön. Natürlich ist es immer ein bisschen, wenn man in den Laden reinkommt und dann, ich habe ja eigentlich die Bilder, wie Leute sitzen, also das Tellergeklapper, die Kaffeemaschine, und das Geräusch von der Mühle. Man macht hier die Weinflaschen auf und hört die Gläser anstoßen. Das ist natürlich schon, wenn man es im Kopf hat, so ein Laden relativ tot, in Anführungszeichen. Aber da kommt auch wieder Leben rein. Zum Glück verkaufe ich auch in Stellen weit Wissen und nicht nur Wein und Kaffee. Das ist natürlich gerade schwierig. Und Wissen kann man auch ganz gut digitalisieren. Und irgendwann geht es von der Online-Welt wieder in die Offline-Welt und dann sitzen wir halt hier und philosophieren über die Welt, nicht über Zoom, sondern beim Gläschen Wein. Und so lange verlieren wir den Spaß nicht am Leben. Mit Freundin Anke genießt er ein Feierabendpicknick auf dem Weinberg in seiner Heimatstadt Heppenheim. Frisch verliebt und mit genug Zeit zum Kennenlernen. Das ist ja auch eine Errungenschaft von Corona, einfach ein bisschen mehr Zeit zu haben. Und also wäre der Laden jetzt morgen kurz vor der Eröffnung, da würden wir jetzt heute nicht hier sitzen. So haben wir jetzt auch viel mehr Zeit für uns. Ihre Begeisterung für Genuss und gesundes Essen hat die beiden bei einem von Volkers letzten Live-Kochkursen zusammengebracht. Eigentlich. Wenn der Volker dann morgens so seinen Löffel da rausholt und das Öl, das hat dich jetzt nicht abgeschreckt, oder? Nein, es schreckt mich gar nichts ab, was der macht. Ich bin es nicht gewohnt, weil ich koche eigentlich jeden Tag. Und ich bin es nicht gewohnt, mich einfach hinzusetzen und nichts zu tun. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Oder eben morgens auch mein warmes Wasser ans Bett gebracht zu bekommen und den Kaffee hinterher. Also nein, ich genieße das schon sehr. Volker auch. Er ist angekommen. Manchmal war so ein bisschen das Lost-Feeling. Also ich hatte tolle Wohnungen, habe dann aber monatelang auf dem Luftbett geschlafen, weil klar war, also tief drin, ich bleibe hier sowieso nicht lange. Und hier ist jetzt so ein Platz, da habe ich schon vor 20, 25 Jahren hier gesessen, Sunset geguckt. Vor 10, 12 Jahren ging es darum, hier wegzukommen. Und jetzt bin ich wieder froh, hier zu sein. Und genau das bin ich.